In den 50er Jahren hat Albert Einstein gesagt, dass wir es mit 3 Bomben zu tun hätten. Die erste, die Atombombe, sei bereits gezündet, die zweite sei die Informatikbombe, die dritte, die Bevölkerungsbombe, werde im 21. Jahrhundert explodieren. Gegenwärtig explodiert die Informatikbombe. Neue Technologien, insbesondere die Möglichkeiten zur Schaffung virtueller Welten, verändern Kultur, Politik und Gesellschaft grundlegend. Zu diesem Thema diskutieren heute Abend im Gespräch der Stadtplaner und Philosoph Paul Virilio und Friedrich Kittler, Medienspezialist an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir erleben heute nicht nur einen riesigen Werberummel um Datenautobahnen, Internet, um das, was man Cyberspace nennt, sondern durch das Teleshopping und Teleworking, nicht im Büro, sondern zu Hause am Computer, eine Art von Virtualisierung der Alltagswelt. Im Fernsehen gibt es virtuelle Geschäfte, auf dem Computerbildschirm virtuelle Informationsshops. Nun, ich spreche von Geschäften, aber man könnte sich ebenso die Frage stellen, entsteht nicht hier bereits eine Art von virtueller Stadt? Eine Stadt der Städte, ein wirkliches Zentrum der Welt, das Hyperzentrum der Welt, nicht mehr die Hauptstadt eines Landes, sondern die Kapitale aller Kapitalen der Welt. New York, Singapur, London, die großen Börsenplätze, die großen Städte, alle zusammen. Verbirgt sich nicht hinter dieser zunehmenden Virtualisierung ein Verlust der zwischenmenschlichen Beziehungen, ein Verlust der unmittelbaren Information, das heißt des Gedankenaustauschs, so wie wir ihn gerade hier vollziehen? Ich glaube, darüber sollten wir nachdenken. Nicht nur die Urbanisten, die Wohnungs- und Städtebauer, sondern auch die, die am Ort des Geschehens verantwortlich sind. Ich nenne ein Beispiel. Was ist denn ein Supermarkt, ein Einkaufszentrum heute? Nichts anderes als ein Stadtzentrum ohne Stadt. Ein Anfangsstadium der Virtualisierung. Noch nicht Teleshopping, aber bereits auf der grünen Wiese oder am Stadtrand ein Stadtzentrum ohne Stadt. Das ist Virtualisierung im Frühstadium. Das zweite Stadium ist dann tatsächlich Teleshopping zu Hause. Gehen Sie nicht mehr aus dem Haus, arbeiten Sie daheim, kaufen Sie daheim, vergnügen Sie sich daheim und so weiter und so fort. Was halten Sie von dieser Entwicklung? Mich selbst beunruhigt sie, mich als Urbanisten. Sieht alles aus wie der Erfolg einer wunderbaren und sehr versteckten Strategie, die endlich nun aufgeht, nachdem sie 15 Jahre lang vorbereitet worden ist. 1982 sind die ersten Personal Computers, wie sie so schön heißen, verteilt worden. Einsame, lonely Cowboys, die einfach auf dem Schreibtisch standen und nichts anderes konnten als Texte schreiben. Ich untertreibe jetzt. Und irgendwann sind die Dinge in den letzten 15 Jahren immer besser geworden. Und jetzt können sie alle anderen Medien fressen, das Telefon und den Telegrafen und das Faxgerät und bald auch das Bild und den Ton und die CD. Und man kann sie alle mit wunderschönen Netzen verdrahten, weltweit. Und aus dieser ganz kleinen Investition, die auf jedem dritten Schreibtisch in den zivilisierten Ländern steht, entwickelt sich im Holter-die-Polter ein weltweites Netz, das wirklich wie eine große Spinne ist und die anderen Medien das Fürchten lehrt. Die einzige Ausnahme, die ich im Unterschied zu Ihnen noch machen würde, noch sind, was die Virtualisierung angeht, die beiden Bildschirme in meiner Wohnung zumindest getrennt. Im Wohnzimmer steht der Fernsehapparat und im Arbeitszimmer steht der zweite Monitor, der am Computer hängt. Und ich glaube, erst an dem Tag, an dem der Fernseher endlich weg ist, was ich auch sehr hoffe, und alles über den Computer läuft, kann man von dieser wirklichen Virtualisierung reden. Im Moment sind wir noch in einem Zwischenstadium. Auf der einen Seite gibt es das Programmmedium Fernsehen, das uns besendet, und auf der anderen Seite gibt es das Programmiermedium, das alle möglichen Virtualisierungen möglich macht. Und die beiden sind noch in einer sehr gespannten Beziehung zueinander. Was die Menschen zwischen Wohn- und Arbeitszimmer und den beiden Bildschirmen angeht,
Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, der Computer ist nicht erfunden worden, um den Menschen zu helfen. Aber was heißt denn dann virtuelle Gesellschaft? Wenn ich das höre, da heißt es wird virtuelle Gesellschaften geben, ja sogar eine virtuelle Demokratie. Was ist denn das? Woher stammt diese Idee? Woher kommt der Erfolg einer solchen Idee, die Gemeinschaft ihrer Realität zu berauben zugunsten einer allumfassenden Virtualisierung, einschließlich der Politik? Wenn man uns erzählt, die Demokratie wird virtuell, dann heißt das doch, Wahlen werden durch Meinungsumfragen ersetzt. Wenn man uns sagt, die Gesellschaft wird virtuell, dann heißt das doch, keiner muss sich mehr um seinen Nächsten kümmern, weil dessen Anwesenheit in gewisser Weise ja überflüssig wird. Ich frage mich nun, was ist eine virtuelle Gesellschaft? Sie entsteht, aber was ist das Ihrer Meinung nach? Also entweder sie ist ein dummes Schlagwort, was überhaupt nichts besagt, oder sie ist insofern virtuell, als sie eben als Gesellschaftsmitglieder oder Staatsmitglieder eben nicht bloß mehr Menschen, natürliche Personen und Rechtspersonen führt wie Institutionen, sondern auch große Netzserver und Programmstrukturen, also eine Welt, in der die Menschen nicht mehr allein sind als kulturelle Wesen. Und daran wird man sich die nächsten 3 Jahrhunderte gewöhnen müssen, dass es Roboter gibt, dass es Programme gibt, die teilweise besser sind. Also wir alle wissen, dass die Tage des Schachweltmeisters zum Beispiel gezählt sind. Dass irgendwann ein Programm der Schachweltmeister sein wird. Warum muss man dieses Programm muss man als Teil der virtuellen Welt anerkennen oder der virtuellen Gesellschaft, oder diese virtuelle Gesellschaft gibt es nicht. Stehen wir nicht vielleicht schon am Beginn einer dritten Revolution, nach der des Verkehrs und der Datenübertragung, die wir gerade erleben, nämlich der Transplantation? Ich meine damit die des transplantierten Menschen, der voll ausgestattet ist, nicht nur mit einem Mobiltelefon und einem Notebook-Computer, sondern zusätzlich mit Teletechnologien wie einem Herzschrittmacher oder zusätzlicher Gehirnspeicherleistung, Leistungsstimulatoren völlig anderer Art und so weiter. Ist so etwas vorstellbar und in welchem Umfang? Ich glaube, diese Frage wird nicht gestellt. Die Frage wird schon gestellt, aber aus einer etwas anderen Ecke, glaube ich. Die Computer Community, wie das so schön heißt auf Englisch, als solche hat kein großes Interesse, sich direkt an die Herzen oder die Gehirne oder die Ohren oder die Augen von Menschen anzuschließen, weil das eine anorganische Technologie ist, wohingegen die Gentechnologie, die nach dem Modell der Computertechnologie sich jetzt modelt und formt und ausbildet, ein sehr großes Interesse daran haben dürfte, Schnittstellen zwischen dem Anorganischen der Maschinen von heute und dem alten organischen Fleisch des gefallenen und sündigen Menschen zu bilden. Welche der beiden Tendenzen sich durchsetzt, ist eine ganz offene Frage. Ich würde so wetten, dass die Computertechnologie in ihren militärischen Ursprüngen und strategischen Abzweckungen, die sie noch heute hat, eigentlich die Bevölkerungen in Ruhe lassen würde, wenn sie sich allein als Siliziumtechnologie weiterentwickelt. Und dass die Neurotechnologien und Gentechnologien ein Interesse daran haben, die Bevölkerungen zu fressen. Also es gibt für mich 2 mögliche Zukunftsszenarien. Mit Lévi-Strauss könnte man es vielleicht sagen. Eines, das die Menschen ausspuckt, das wäre die Computertechnologie. Und das andere Zukunftsszenario, das die Menschen frisst, das wäre die Gentechnologie. Und ersteres ist mir lieber. Weil es dann einfach Götter gibt auf der einen Seite oder Dämonen und auf der anderen Seite gibt es Menschen, wie es es immer schon gab. Und dass es Götter und Menschen gibt, das ist nur in der Neuzeit vergessen worden. Ich glaube, dass wir eine Grenze erreicht haben und die Weltzeit in der Tat das Ende der Zeit ist. Um nicht zu sagen, das Ende aller Zeiten. Das Wort Apokalypse will ich nicht benutzen. Wir haben in jeder Hinsicht, wir werden noch darauf zurückkommen, die Grenzgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen erreicht. Damit haben wir nicht nur die befreiende Geschwindigkeit erreicht, die uns erlaubt, einen Satelliten oder Menschen in eine Umlaufbahn zu schießen, sondern auch die Mauer der Beschleunigung. Das heißt, die Weltgeschichte, die sich ja ständig beschleunigt hat, von der Ära der Kavallerie über die Ära der Eisenbahn, des Telefons, die Ära Marconis, bis zur Ära des Radios und des Fernsehens, stößt jetzt an die Mauer, an die Grenze der Beschleunigung. Die von Ihnen gestellte Frage ist in der Tat, was geschieht in einer Gesellschaft, die an die Grenze der Beschleunigung stößt, während doch alle Gesellschaften der Vergangenheit in Bezug auf den Fortschritt
von der Art und Weise ihrer Beschleunigung bestimmt waren. Beschleunigung nicht nur bezogen auf Speicher- und Rechnerleistungen, sondern auf das Handeln. Wir wissen doch, dass man heute eigentlich nicht mehr nur von Television sprechen kann, sondern von Teleaktion sprechen muss. Interaktiv bedeutet hier sein, aber gleichzeitig anderswo handeln. Ich meinerseits habe Zweifel, ob diese Frage heute überhaupt so gestellt wird. Sind wir uns dessen bewusst, dass damit ein globaler, historischer Unfall ausgelöst worden ist? Jedes Mal, wenn eine neue Geschwindigkeit entdeckt wurde, entstand auch ein neuer, spezifischer, lokaler Unfalltypus. Ich sage immer, man hat die Eisenbahn erfunden und damit auch das Entgleisen. Schiffe, die Titanic, sinken an einem bestimmten Ort an einem bestimmten Tag. Wir aber schaffen mit dieser Einheitszeit, dieser Echtzeit, Weltzeit, den Unfall der Unfälle, um mit Epikur zu sprechen. Das heißt, die historische Zeit selbst erleidet den Unfall durch das Erreichen dieser Grenze der Lichtgeschwindigkeit, könnte man sagen. Mein Eindruck ist, und das ist nicht nur eine Frage, die ich mir stelle, sondern ein Gedanke, der mich ständig beschäftigt, ich meine, das, was man uns als Fortschritt der Kommunikation präsentiert, ist in Wirklichkeit nicht nur ein Rückschritt, sondern ein unglaublicher Archaismus. Die Welt auf eine einzige Zeit zu reduzieren, auf einen Zustand, in dem sie keine Beschleunigungssysteme mehr entwickeln kann, ist ein Unfall ohnegleichen, ein historischer Unfall, wie es ihn nie gegeben hat. Wie es Einstein höchst treffend nannte, eine zweite Bombe. Die erste Bombe war die Atombombe. Die zweite ist die Informationsbombe, nämlich die Bombe, welche uns die absolute Zeit, die Grenzzeit, um nicht zu sagen die Nullzeit, das heißt die Echtzeit bringt. Ich glaube, das, was Sie über die Rechenleistungen sagen, gilt auch für die Fähigkeit, die Welt zu sehen, die Fähigkeit, sie zu gestalten, sie zu lenken, aber auch sie zu bewohnen. Wahrscheinlich gehören auch die beiden von Einstein bezeichneten Gefahren historisch und systematisch zusammen. Es ist eine der grassierenden Ideologien von heute zu behaupten, die Kommunikation würde durch die neuesten Hochtechnologien befördert. Wir wollten immer schon miteinander reden und nun kommt es besonders schnell und besonders effizient global über die Netze hinweg. Die Atombombe, in Wahrheit sind die Atombombe und die Computer beides Produkte des Zweiten Weltkriegs. Kein Mensch hat sie bestellt, sondern die militärische und strategische Situation des Zweiten Weltkriegs hat sie notwendig gemacht. Also es waren von vornherein keine Kommunikationsmittel, sondern es waren Mittel des totalen Krieges und des strategisch geplanten Krieges. Was jetzt als Spin-off sozusagen in die Bevölkerung hineingestreut wird, wobei ich nicht sagen würde, es würde weltweit gestreut, sondern die Dominanzen des Netzes sind natürlich klar Amerika, Kalifornien und Europa und Japan. Was ich nicht glaube, ist, dass es schon die letzte Grenze erreicht hat, diese Beschleunigung, dass die Katastrophe sozusagen in der Unüberbietbarkeit der aktuell herrschenden Übertragungs- und Berechnungsgeschwindigkeiten liegt, sondern es ist immer noch sehr viel strategischer und ökonomischer Gewinn daraus zu ziehen, dass man ein System hat, das schneller ist als das andere System. Es ist immer noch möglich zu unterscheiden zwischen geheimen Maschinen und öffentlich verkauften Maschinen, die sich durch ihre Geschwindigkeit unterscheiden, durch ihre Leistungsfähigkeit. Und es ist immer noch nicht ausgemacht, wie die Sachen weitergehen, weil die Lichtgeschwindigkeit zwar eine absolute Grenze im Vakuum wohlgemerkt ist, aber in den real existierenden Technologien läuft die Elektrizität substanziell langsamer als im Vakuum. Und es werden furchtbare Kämpfe noch laufen in Richtung Beschleunigung, in Richtung optischer Schaltkreise anstelle von Silizium-Schaltkreisen. Das werden Faktoren von einigen Millionen Beschleunigung sein, sodass Sie also Schwierigkeiten haben, die Apokalypse bereits eingetreten zu sehen. Nur die Zeit der Menschen ist, glaube ich, ein für alle Mal unterlaufen. Und die Frage, die für mich brennend ist, wie Kultur und Politik darauf reagieren, auf diese langsame Depositierung ihrer alten Mächte. Sie haben sich so auf die Alltagssprache und deren Langsamkeit und so auf die Nerven und deren Langsamkeit verlassen und sind jetzt selber ja nicht mehr führbar ohne Maschinerien, die die Entscheidung vorbereiten und am Ende sogar noch treffen. Also wie man als Philosoph und als Politiker reagiert.
Sie haben völlig zu Recht vorhin den Zweiten Weltkrieg erwähnt, aus dem diese Technologien hervorgegangen sind. In der Tat muss man sagen, dass mit der Innovation Atombombe etwas ganz anderes erfunden wurde, das im Übrigen heute eine Krise erlebt. Ich meine die Abschreckung, die nukleare Abschreckung. Muss man nun nicht im Zusammenhang mit dieser zweiten Bombe, der Informationsbombe, wegen der Interaktivität, und ich gebe zu bedenken, dass die Interaktivität in gewisser Weise eine Form von Radioaktivität ist, das ist nicht nur eine Metapher, sondern ein konkretes Bild, muss man also nicht bereits für das nächste Jahrhundert mit einer anderen Form der Abschreckung rechnen? Ich meine nicht die militärische Abschreckung zur Verhinderung des Einsatzes der Atombombe, sondern eine gesellschaftliche Abschreckung zur Verhinderung der Schäden durch den Fortschritt der Interaktivität. Denn eine globale Gesellschaft, die in der Echtzeit lebt, vom unmittelbaren Datenaustausch, ist undenkbar. Oder halten Sie sie für denkbar? Wenn ich Freunde höre, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, die von einem riesigen Weltgehirn sprechen, in dem jeder einzelne Mensch nur noch ein Neuron ist, das auf andere Neuronen reagiert, der Mensch also nicht mehr ein irdisches, sondern ein neuronales Wesen ist, muss ich genau daran denken. Sind wir nicht schon dabei, was unsere Arbeitswelt angeht, unseren Wohnungsbau, eine gesellschaftliche Abschreckung zu erfinden und vorzubereiten? Das heißt, eine Abschreckung, um die negativen Folgen dieser Augenblicklichkeit des Handels und der Information für die Ärmsten und Schwächsten zu verhindern. Ich stelle mir genau diese Frage. Ist Ihrer Meinung nach eine Abschreckung der augenblicklichen und globalen Information vorstellbar? Besteht nicht auch dabei das Risiko einer Tschernobyl-Katastrophe mit schädlichen Folgen für die Lebensweisen der Menschen, für das Sozialverhalten? Gibt es nicht schon heute Hinweise auf eine soziale Desintegration, ein Auseinanderfallen der Gesellschaft, von Paaren und so weiter? Ist nicht die strukturbedingte Massenarbeitslosigkeit bereits ein Effekt, ein Niederschlag, Fallout dieser Informationsbombe? Und wir stehen erst am Anfang. Was halten Sie von dieser sozialen Dimension der Information und der, sagen wir, Delokalisation, Automatisierung, der Möglichkeit, augenblicklich von einem Ort auf einen anderen in der Welt einwirken zu können? Hat dies nicht eine Dimension, die Sie problematisch finden? Ist nicht bereits die Massenarbeitslosigkeit, die ja nicht mehr konjunkturbedingt, sondern strukturell ist, bereits eine Folge dieses Unfalls, von dem ich soeben sprach, dem Unfall der Zeitlichkeit? Stehen wir damit nicht bereits vor einem Problem? Sicher ist man vor einem Problem, und die Massenarbeitslosigkeit von heute ist bestimmt durch Automatisierung der Produktion bestimmt. Ich habe nur das dumpfe Gefühl, dass die Soziologien und die Politiken selber etwas dran schuld sind, dass so viel Arbeitslosigkeit auftritt. Die Technologie selber ist die einzige Technologie, die ich kenne, die wirklich radikal umprogrammierbar ist. Also wo ständig neue Sachen gemacht werden könnten, im Unterschied zur Fabrikationsstraße, die damals Henry Ford in Detroit errichtet hat, wo ein einziges Automodell 10 Jahre lang drüber gelaufen ist. Man könnte also mit dieser Basistechnologie, die wirklich zur Innovation erfunden worden ist, alles andere innovieren. Aber es wird ja auch systematisch im Konzept von Gesellschaft und im Konzept von Bildung daran festgehalten, dass den Leuten der Zugang zu dieser Technologie versperrt wird. Also es gibt einen grassierenden Computeranalphabetismus, Computer-Illiteracy, die wird hergestellt, die wird auch durch Propaganda und durch Werbung und durch falsche Verkaufsstrategien hergestellt und verhindert sehr viele Leute draufzusteigen. Also für die Hacker von heute habe ich eigentlich, was Arbeitslosigkeit betrifft, keine Angst. Das ist aber jetzt nur eine ziemliche Teilantwort auf die Frage. Was das Tschernobyl der Information angeht, das hat sich ja vielleicht an diesem Börsenkrach schon einmal provisorisch abgezeichnet, was das heißt, wenn alle Börsengeschäfte über weltweite Netze gehandelt werden. Und dagegen werden ja permanent Maßnahmen ergriffen. Also die gute alte Zeit, in der jeder auf seinem Computer machen durfte, was er wollte, ist längst vorbei. Wir werden alle kontrolliert auf unseren Maschinen, und je vernetzter die Maschinen werden, desto strenger sind die Kontrollen und die Schutzmechanismen und die Bürokratien, die eingebaut sind. Das Netz wird auch bestenfalls dieses Jahr noch frei sein. Im nächsten Jahr gehört es wahrscheinlich
dem Geld, dem großen Geld, und dann funktionieren die Kontrollen. Also das wäre die andere Gefahr, dass gerade zur Verhinderung eines informatischen Tschernobyl die Kontrollmechanismen und die informatischen Bürokratien in Verbund mit sehr viel Kapital derart ausweiten, dass die versprochene Liberalisierung der Information überhaupt nicht stattfindet. Dass also im Gegenzug zu einer möglichen Systemzusammenbruchgefahr eine neue Hierarchie aufgebaut wird, die dann strukturell dieselbe Hierarchie ist wie die Hierarchie zwischen Computerliteraten und Computerilliteraten. Auf der einen Seite die Ebene derer, die den Code noch verstehen, so wie die Kryptografen und Kryptologen des Zweiten Weltkriegs, und auf der anderen Seite die Massen von Milliarden von Menschen, die ausgeschlossen werden aus Gründen der Sicherheit. Immer wenn Technologien schneller gemacht wurden, gab es Akkumulation und Konzentration. Heute erleben wir, ob mit Time Warner oder Turner, einen Gigantismus der Konglomerate, der Monopole, im Übrigen noch begünstigt durch den Wegfall der Antimonopolgesetze, der diese zentrale Steuerung überhaupt möglich macht. Zur gleichen Zeit, da man uns erzählt, Internet bringt uns die Freiheit an Ort und Stelle, erleben wir, wie sich ganz zufällig Trusts bilden, die Weltkonzerne, keine bloßen multinationalen Unternehmen mehr sind. Ich frage mich nun, ob durch diese Illusion von der Freiheit durch Information nicht eine Einheitlichkeit der Welt larviert wird, die zulasten ihrer Vielfalt, ihres gedanklichen Erbes, ihrer Kultur ganz einfach geht. Wir wissen, wie das Medium, ganz gleich in welchem Fall, durch die Verlagerung vom Geschriebenen zum Bildschirm verarmt. Wir wissen um die Verarmung durch den Computer. Ob wir es wollen oder nicht, der Computer synthetisiert Informationen. Jeder, der einen Synthesizer in der Musik verwendet, zum Beispiel für Geigenmusik, weiß genau, dass eine echte Geige anders klingt als ein Synthesizer. Und ein Computer ist nichts anderes als ein Informationssynthesizer. Der Informationsgehalt wird semantisch reduziert. Die Kognitivisten wissen dies im Übrigen genau. Und auch dies ist ein Umstand, den man berücksichtigen müsste. Die Synthetisierung der Information, die Verarmung der Inhalte wird aber nicht beachtet. Wie immer wird alles Negative verschwiegen, interessanterweise immer larviert. Wie kann man denn vorgeben, Technologien zu entwickeln, ohne sich auch gleichzeitig Wissen über damit verbundene spezifische Unfallrisiken zu erwerben? Und das gilt fürs Fernsehen genauso wie für Multimedia. Man muss es wahrscheinlich so machen wie Bill Gates und die Sachen verkaufen, als seien sie nicht die Sachen, die sie sind. Man verkauft Computer und sagt, das sind Schreibtische, Desktops, oder man sagt, das sind Fernsehgeräte und das sind die Fernsehgeräte der Zukunft. Und auf diese Weise kann man die Maschinerie mit ihren systemspezifischen Schwächen vernebeln und gut verkaufen. Und dahinter, und das ist eine sehr amerikanische Werbestrategie, würde ich vermuten. Und das lässt darauf schließen, dass diese Trust- und Konzentrationsbewegung wohl die ergriffene und vielleicht auch letzte historische Chance der Amerikaner sind, die Pax Americana auf technologischem Weg zu halten. Nachdem der ganze technologische Vorsprung schon nach Japan abgewandert schien, hat Amerika es geschafft, in den 90er Jahren aufgrund seiner elektronischen und computertechnischen Vorsprünge vor allem die Standards zu definieren, unter denen wir heute kommunizieren, auf den Netzen und auf den Maschinen. Und es ist wirklich nicht ausgemacht, dass die Standards, so wie sie sind, die mathematisch oder menschlich besten sind. Das kann man auch unterscheiden, mathematisch und menschlich best. Aber es sind beides zwei wichtige Gesichtspunkte, die in diese Standardisierung oder Vereinheitlichung, weltweite Globalisierung nicht eingehen. Und es ist eigentlich rätselhaft, weshalb kein Mensch und kein Kopf und keine Industrie in Europa irgendeinen Versuch macht, diese Standards, so wie sie sind und wie sie über den großen Teich kommen, als neue Form der Pax Americana irgend in Frage zu stellen. Si on prend les dernières technologies, elles effacent die neuesten Technologien lassen den Raum in seiner Ausdehnung und Dauer verschwinden. Sie reduzieren die Welt auf ein Nichts, wie man sagt. Das ist ein tiefgreifender Verlust. Und auch wenn man es nicht zugibt und niemals zugeben wird, es gibt eine Verschmutzung, nicht nur der materiellen Umwelt, der Fauna und Flora, die Umweltschützer wissen das, sondern auch der Distanzen und der Zeiträume.
die mich im Hier und Jetzt leben lassen, an einem Ort und in der Beziehung zu anderen Menschen, die durch Begegnungen entsteht und nicht durch eine Telepräsenz, eine Telekonferenz oder Teleshopping. Was denken Sie über diesen Verlust? Setzen wir uns nicht damit selbst und der Welt ein Ende? Werden es einige akzeptieren können, die Ausdehnung im Raum zu verlieren, wie wir die Zeitdauer, die lange Dauer verloren haben? Ich sehe bis jetzt nur einen radikalen Verlust an Raum, weil das alles ja in Miniaturschaltkreisen sich abspielt und dass der ganze Witz dran ist. Ich habe immer noch Schwierigkeiten zu sehen, dass die Zeit wirklich geschluckt ist. Mein Lieblingsspiel ist eigentlich Computergrafik. Ich nehme irgendein winziges Stück Welt, ein ganz bescheidenes, zentralperspektivisches, und schreibe ein Programm und lasse das Ding rechnen. Und ich brauche für ein Bild, für das der Fotograf seine bekannte 30. Sekunde braucht, auf einem sehr guten Rechner ungefähr 6 Minuten. Und dann kommt das nächste Bild. Also die Simulation oder die Synthese von Bildern dieser irdischen Welt ist immer noch nicht Echtzeit. Und die Schwierigkeiten, die die Leute haben jetzt bei den computergenerierten Filmen, die brauchen für einen Dinosaurier 20 Stunden Rechenzeit und der Dinosaurier läuft dann in 3 Sekunden übers Bild. Also da ist immer noch nicht sehr viel, da ist immer noch sehr viel Zeit ist eigentlich noch im Spiel. Und die Minute, der historische Moment, wo wirklich die Zeit der Welt eingeholt werden wird von der Zeit der Rechner, die ist noch lange vor uns. Deshalb die ganzen Kämpfe, die strategischen, die ökonomischen und so weiter. Mit dem Verlust der Nähe könnte ich leben langsam. Also wieder ein Beispiel aus dem Leben. Es ist langweilig, unter dem Betriebssystem DOS mit 3 Befehlen sich durchs Leben zu quälen. Also zeige Direktorien an, lösche Direktorien und bewege Direktorien. Aber sobald man sich in Unix begibt, dann lebt man am Anfang als ein Mensch unter ungefähr 300 Programmen, von denen man bestenfalls 10 kennt. So im Laufe der ersten Monate lernt man dann 20 Programme kennen, dann 40, dann 100. Dann ist man sehr überrascht, dass man gar nicht mehr allein ist, sondern mit 100 Programmen, von denen man 20 braucht, lebt. Und ganz am Ende stellt man fest, dass man 2, 3 Programme nie kennengelernt hat, weil die so, das heißt, im Hintergrund laufen. Und der Name dieser Programme ist übrigens Dämonen. So heißen die in diesem Betriebssystem. Und die haben eine ganz merkwürdige Nähe. Also man sieht sie nie, sie tun aber immer etwas für einen, wie die Engel in der Angelologie des Mittelalters. Und ich habe fast den Eindruck, als sollte man die alten Soziologenträume langsam fallen lassen, in denen gesagt wird, die Gesellschaft ist eo ipso natürlicherweise nur aus Menschen zusammengesetzt, sondern die Gesellschaft und die Nähen und die Fernen von heute und morgen und übermorgen werden Menschen und Programme in irgendeiner seltsamen Mixtur einbeziehen. Und das gibt, denke ich, schon Möglichkeiten der Nähe, weil diese Programme ja manchmal nicht dumm sind, deshalb sind sie ja geschrieben. Manchmal intelligenter als der Nachbar um die Ecke. Aber das ist doch ein Verlust. Jeder Neuerwerb geht mit einem Verlust einher. Jeder technische Fortschritt führt auch zu einem Verlust. Wir wissen doch sehr gut, dass heute der Verlust sozialer Bindungen mit diesem Untergang, mit dieser Missachtung des Nächsten verbunden ist. Der Nächste, also jemand, der materiell existiert, der schlecht riecht, der langweilt, der stört, den kann man nicht wegseppen und so weiter. Man hat sogar Deodorants erfunden, damit man ihn nicht riechen muss. Das ist im Übrigen ein Grund für die Krise der Städte heute, der bevölkerten Orte. Ob Seefahrer, Menschen der Wellenmechanik oder Menschen der Erde. Es gibt einen Ort, den man bevölkert, an dem man lebt. Heute aber ist es nicht der Nächste, sondern der Entfernte, der bevorzugt wird. Derjenige, der in diesem seltsamen Fenster auf diesem seltsamen Bildschirm erscheint. Er wird privilegiert zu Lasten dessen, der ganz in der Nähe ist. Das reicht sogar bis in die Ehe hinein. Das sieht man doch an den sogenannten getrennt lebenden Paaren, Männern und Frauen, die in getrennten Wohnungen leben, als seien sie bereits geschieden. Und die Kinder lernen dabei ganz nebenbei, wie es ist, ständig zwischen Vater und Mutter, Mutter und Vater hin und her zu pendeln. Und das ist nur der Anfang. Denn der Cybersex beweist uns ja schon, dass man demnächst auf Distanz miteinander verkehren kann. Das heißt, wirklich seinen Entfernten lieben wie sich selbst, weil die echte Frau, die man hat, langweilig ist und Präservative nicht sehr zuverlässig sind. Da haben wir doch ein Universalpräservativ. Wir haben eine Technologie erfunden,
mit der man sich über Tausende von Kilometern hinweg lieben kann, ohne sich zu berühren. Ist das nicht eine Metapher des Zerfalls? Ich meine nicht nur der Trennung von Paaren, sondern der Trennung sozialer Bindungen, ja sogar nicht nur der Trennung zwischen zwei Menschen, sondern des Kopulationsaktes selbst. Ist das nicht bereits ein Effekt der Informationsbombe? Mir scheint, gut, ich übertreibe, aber wie sollte man nicht übertreiben angesichts solcher Umstände? Ich habe wirklich den Eindruck, dass das 19. Jahrhundert, die Kernphysik und der Zerfall der Materie, ebenso wie die Kunst, der Pointillismus, der Divisionismus und natürlich auch die Fraktalgeometrie auch gesellschaftliche Auswirkungen haben. Das heißt, dieser Zerfall betrifft auch die Sozialstruktur, den Einzelnen selbst, beziehungsweise die Zweierbeziehung des Paares, das ja die eigentliche Grundlage der Schöpfung und der Menschheitsgeschichte ist, denn die Demografie ist ja ein die Geschichte gestaltendes Element. Das ist doch von gewisser Bedeutung, oder nicht? Denn ich habe nichts gegen Programm, aber ich wünschte mir, Sie würden auch von den Männern und Frauen sprechen. Was meinen Sie dazu? Sie haben jetzt schon sehr viel von den Männern und den Frauen geredet. Also ich habe jetzt einfach den Part Vitamin Nietzsche gesprochen, auf die Schiffe, Genueser und Fahren. Meine Antwort versuchsweise ist ganz einfach, was die Männer und die Frauen angeht und die fraktale Geometrie. Die fraktale Geometrie ist ja erfreulicherweise erfunden worden, um die euklidische Geometrie etwas komplizierter zu machen. Plötzlich eine Welt, die nicht mehr bloß aus Rechtecken und Kreisen und geraden Linien besteht, sondern eine Welt, die aus Schwämmen besteht und Wolken besteht und all den schönen Dingen, denen vermutlich auch das menschliche Fleisch relativ nahe steht. Ich meine den Wolken und den Schwämmen. Und nicht etwa den rechtwinkligen Gebilden von Le Corbusier oder den etwas komplizierteren von Phidias in Athen. Also, kurz gesagt, im Prinzip sind solche Sachen wie die fraktale Geometrie, die schlichterdings nur durch Computerpower errechenbar wurde und vorher immer nur gedacht werden konnte, aber nie gemacht werden konnte, Dinge, die eigentlich der Komplexität der Männer und der Frauen mehr entgegenkommen als Euklid. Euklid würde etwa entsprechen dem Verfahren, wie im 18. Jahrhundert junge Rekruten gedrillt worden sind. Das hat Foucault und sich selbst ja schön gezeigt. Die gerade Haltung des Rekruten, der selber eine Linie bilden soll, in seinem Regiment, in seiner Linie, in seiner Kampflinie. Und was heute entsteht an neuer Mathematik, Chaosmathematik, könnte ein Modell sein, das nicht unbedingt alle Paare auseinanderreißt, sondern die Komplexität von, also sowohl die Komplexität von Individuen besser beschreibt. Und die Theorie der Rückkopplung könnte ja auch, wenn es gut ginge, auch die Beziehung zwischen Paaren besser beschreiben. Also grob gesprochen, die Freudsche Theorie des Verhältnisses von Frauen und Männern scheint mir dümmer zu sein, als die Theorie, die Bateson auf der Basis von Rückkopplungsschleifen gemacht hat. Zu zeigen, dass wenn ich zu dir das sage und du wieder das sagst und dass ich daraufhin das sage, weil du mir das gesagt hast und dass ich das im Guten oder im Bösen hochschaukeln kann, scheint eine viel vernünftigere Beschreibung von Sozialbeziehungen zu sein, als die Beschreibung mit internen Imagenes, die dann einen ewigen, lebenslangen Krieg gegeneinander führen. Und so eine Rückkopplungsbeschreibung von Beziehung ist selbstverständlich basiert auf Nachrichtentechnik und auf Computertechnik und nicht aus der Psychologie abgelesen gewesen, als das auftauchte. Also die Modelle, die heute verfügbar sind, um Komplexität zu beschreiben, sind besser als vorher. Warum die Leute dann trotzdem ins Unglück laufen in ihrer Einsamkeit, vielleicht auch ich selbst mit. Ich sitze ja oft lieber am Computer, als dass ich andere Sachen mache oder mich unterhalte. Das muss irgendwie die Faszination von Macht sein, so wie früher Leute ihre Liebe von ihrer Frau abgewendet haben und auf ein Bild von Jesus oder Maria gelenkt haben. So geht das heute in die Technologien hinein. Was ist das, die Technologie selbst, die unseren Eros, unsere Libido abzieht, oder sind das die Leute, die sie verkaufen? Ich glaube tatsächlich, dass heute eine neue Kaste von Technologiemönchen heranwächst. Und dass es in der Tat heute Kloster gibt, die dabei sind, einer Zivilisation in Anführungszeichen den Weg zu bereiten, die gar nichts zu tun hat mit der Zivilisation unserer Erinnerung. Dass die Arbeit heute nicht wie im Mittelalter gemacht wird, nämlich durch die Aufarbeitung des Wissens früherer Zeiten, der Antike. Der Beitrag der Mönche zur Wiederentdeckung der Antike ist ja bekannt. Sondern dass eben Technologiemönche an der Arbeit sind und nicht etwa Mystiker, die alles daran setzen, eine neue Gesellschaft ohne Bezugspunkte zu schaffen.
Genau das ist mein Eindruck. Was Sie gerade sagten, scheint mir völlig gerechtfertigt. Wir haben es zu tun mit einem technischen Fundamentalismus, nicht mehr mit einem mystischen Fundamentalismus im Sinne von Monotheismus, sondern im Sinne eines Informationsmonotheismus. Nicht mehr mit dem Monotheismus der Schrift, des Korans, der Bibel, des Neuen Testaments, sondern der Information im weitesten Sinne. Und dieser Monotheismus entsteht unabhängig von allen Kontroversen. Er ist das Ergebnis einer Intelligenz ohne Gedächtnis und Vergangenheit. Und damit verbunden ist meiner Meinung nach die große Gefahr einer Entgleisung, des Abgleitens ins Utopische, in eine Zukunft ohne den Menschen. Und das macht mir Sorgen. Ich glaube, aus diesem Fundamentalismus entsteht Gewalt, Hypergewalt. Zurzeit redet man ja viel über die Gefahren des islamischen Fundamentalismus, Bomben und so weiter. Das sind Splitterbomben. Ich glaube aber, es wird tatsächlich zurzeit an Informationsbomben gearbeitet, die die gleiche zerstörerische Wirkung auf den Sozius haben, insofern als der Sozius oder die Gesellschaft Gedächtnis ist. Das heißt, verwurzelt nicht nur an einem Ort, im Hier und Jetzt, sondern in einer Vergangenheit, die ihre eigene Struktur hat und die die Gegenwart strukturiert. Wir sind nur der Spross des Gewesenen. Wer die Vergangenheit vergisst, ist dazu verdammt, sie noch einmal zu erleben, sagt man. Und genau das passiert in gewisser Weise mit diesem Feudalismus der neuen Technologien, mit dieser Form von Informationsimperialismus. Und ich glaube, ich bin überhaupt kein Gegner der Information, aber ich glaube, mit dieser totalitären Dimension setzt man sich nicht genug auseinander. Und es wäre doch angebracht, dass sich auch diese Technologiemönche, zu denen ich Sie nicht zähle, mit dieser Sünde beschäftigen. Denn auch im technischen Fundamentalismus gibt es Sünden. Sünden einfach, deren Folgen, deren schädliche Auswirkungen wir heute erleben. Auswirkungen des Fortschritts heißt es, aber es bekennt sich keiner dazu. Diese Mönche bekennen diese Sünden nicht. Es gibt einfach Arme und Menschen, die verrecken. Wie denken Sie über diese, man könnte sagen, fundamentalistische Dimension der Information? Ich sehe es genauso. Es ist wahnsinnig spannend, dieser neue Integralismus. Natürlich vergessen die Leute, die das alles programmieren, die Geschichte Europas, die das möglich gemacht hat. Wenn man diese Geschichte wieder bedenkt, dann kann man sehr klar sehen, wie das präzise vor allem aus der Gutenbergschen Erfindung des Buchdrucks und aus der Erfindung der modernen Algebra herausgekommen ist. Aber ich denke, ich nehme jetzt mal die beiden Dinge, die relativ gleichzeitig sind, beide ungefähr 1450 und 1500. Und die eine Sache, der Buchdruck konnte alles kopieren und abschreiben, und die andere Sache, die Algebra, konnte alles berechnen, aber die beiden Dinge liefen nicht zusammen. Und wenn man schrieb, dann musste man immer noch Polizei oder Liebe einsetzen, damit die Leser dann das taten, was man geschrieben hat. Wenn man programmiert, dann tritt wirklich dieser Integralismus auf. Man schreibt nicht nur, sondern das, was man schreibt, wird getan vom Programm. Und das war das Versprechen der Mathematik, also sozusagen das Versprechen des Buchdrucks und das Versprechen der modernen Mathematik endlich zusammengekommen nach 500 Jahren Latenzzeit Europas. Das ist eine unendliche Macht und das ist wirklich eine Art von Integral, in das alle vorher getrennten einzelnen Technologien, Metallurgien und Halbleitertechniken und Elektrotechnik eingehen können. All diese Basteleien, die sich abgespielt haben. Und es ist sehr, sehr schwer anzugeben, ob es da noch eine Grenze gibt. Ich glaube, das ist die im Moment dringlichste Frage. Also es gibt im Grunde im Moment nur ein paar, ich denke, weitsichtige Physiker, die sagen, das Prinzip der Digitalisierung selber ist wunderbar, aber hat interne Leistungsgrenzen. Und diese internen Leistungsgrenzen, die alle Werbung wegleugnet, alle Computerwerbung und alle Technikwerbung heute wegleugnet, die Leistungsgrenzen bestehen justament in dem schlichten Satz, dass die Natur selber kein Computer, vor allem kein Digitalcomputer ist. Und dass deshalb bestimmte komplexe Phänomene des Menschen, der Natur, prinzipiell außerhalb der Berechenbarkeit des heute herrschenden Paradigmas ist. Das ist eigentlich die einzige
vernünftige Hoffnung, die ich hegen kann, dass wir nicht am Ende der Weltgeschichte angelangt sind. Denn wenn die Digitalrechner keine internen Grenzen hätten, dann würden sie wirklich die Weltgeschichte im ganz normalen Wortsinn zu Ende bringen, in all den Punkten, die Sie gesagt haben. Die Zeit ist nicht mehr die Zeit der Menschen, der Raum ist nicht mehr der Raum der Menschen, sondern ist eingegangen in diese kleinen Wunderdinger. Aber wenn diese Wunderdinger selber Schranken haben, dann kann man sich problemlos ein 22. oder 23. Jahrhundert vorstellen, in dem das Prinzip der Digitalmaschinen nicht gerade über Bord geworfen wird, aber ergänzt wird durch irgendein neues zu erfindendes Prinzip. Sie bestärken mich sehr in dem, was ich sagte, und ich hätte es auch nicht anders erwartet. Was Sie sagen, scheint mir essentiell zu sein. Wäre es aber nicht an der Zeit, dass diejenigen, die diese Maschinen bauen und ihre Vorzüge loben, nicht die, die sie verkaufen, meine ich, sich zusammentun, um diese Grenze auszutesten, diese Schadwirkung, dieses spezifisch Negative der Information? Sehen Sie, 1888 trafen sich die Erfinder der Eisenbahn, die Erbauer der Schienennetze Europas, in Brüssel. Warum? Weil die Entwicklung der Dampfmaschinen voranging, die Lokomotiven immer leistungsstärker wurden, die Tiefbauingenieure fantastische Tunnelbauwerke konstruieren und schwingungsfeste Stahlbrücken bauen konnten und so weiter und so fort. Aber es gab ein Problem, nämlich die Verkehrsführung hielt nicht Schritt mit der Leistungsentwicklung der Maschinen. Darum trafen sie sich alle in Brüssel und erfanden das, was man heute die Verkehrsleittechnik nennt. Man entwickelte das sogenannte Blocksystem. Das Wort gefällt mir übrigens. Wenn der TGV heute gut funktioniert, dann deshalb, weil es das Blocksystem gibt und die Signalerfassung im Führerstand des Zuges. Das bedeutet, es gibt praktisch kaum noch Unfälle. Man ist vom Negativen ausgegangen, um das zu regeln, was nicht funktionierte, nämlich den Verkehr. Man hat Gleiskontakte erfunden, Fahrsignale. Das bereits war eine Form der Daten- und Signalverarbeitung, die hochentwickelt war und so weiter. Warum also gibt es heute, angesichts der schädlichen Folgen der Arbeitslosigkeit, Städtebau, auf den wir noch im Zusammenhang mit der Stadt zurückkommen wollen, warum gibt es kein Kolloquium über diese Dinge der Kehrseite des informationstechnologischen Fortschritts? Warum beschäftigen wir uns nicht, ähnlich wie sich die Ingenieure des 19. Jahrhunderts des spezifischen Unfallrisikos der Eisenbahn, nämlich der Entgleisung, annahmen, heute mit dem spezifischen, zugegeben immateriellen Gefahrenpotenzial der Datennetze, der Entstehung einer Sozialkybernetik? Wenn ich mich recht entsinne, fürchteten bereits Alan Turing und Norbert Wiener die Anwendung der Sozialkybernetik auf die Gesellschaft. Und uns erzählt man heute, das sei der Fortschritt. Cyberspace, die kybernetische Regelung des Soziallebens sei der Gipfel der Demokratie. Vor allem von Ross Perot hört man das. Mir scheint es, es wäre an der Zeit, dass diejenigen, die an den Programmen arbeiten, sich auch mit einem Gegenprogramm beschäftigen, um die Grenzen dieses Prozesses auszuloten. Aber warum verwenden Sie Ihre Intelligenz nicht darauf, diese Technik in Auseinandersetzung mit ihren negativen Seiten weiterzuentwickeln? Warum verschleiern Sie immerzu die Erbsünden dieser Technik, während man doch den Schiffbau vorangebracht hat, indem man die Schiffe wasserdicht machte, die Flugzeugtechnik, indem man die Motoren besser steuerbar machte und so weiter, und natürlich durch die Flugüberwachung und die Fluglotsen? Warum gibt es so etwas nicht? Ich habe eine einzige Antwort, die aber völlig idiosynkratisch ist. Also wie schon bei dem Columbia-Unfall zerfallen vor allem amerikanische Firmen in eine Hälfte von Ingenieuren und eine Hälfte von von Händlern und Kaufleuten und Juristen, und die Sprecher sind immer die Juristen. Und zu den Juristen treten eventuell noch die Professoren vom MIT hinzu, vom Massachusetts Institute of Technology, also Minsky. Und ich kenne keine einzige größere Firma, die in den Händen von Leuten wäre, die die Sachen selber programmieren. Sondern die Leute, die programmieren, die also wissen, wo die Negativität der Systeme sitzt, werden grundsätzlich als Programmiersklaven gehalten. Das ist ein Ausdruck in der Branche. Tut mir leid, das Wort Programmiersklaven. Und die Leute, die Propaganda machen oder denen das gehört, wie Bill Gates, haben vielleicht mal vor 20 Jahren 5 Zeilen geschrieben und das dann gelassen. Und also dieser Schnitt verhindert eigentlich Diskussionen dieser Negativität. Und die Leute, die ich vorhin zitiert habe, sind halt freie Wissenschaftler, die als Physiker sich Gedanken machen, die aber nicht in der Industrie tätig sind.
Also das wäre vielleicht, wenn Europa schon so sesshaft ist, dann könnte wenigstens das seine Aufgabe sein, dass wir hier eine Diskussion mit den Leuten, die die Systeme bauen, planen und entwerfen, veranstalten. Und warum nicht in Brüssel? Warum nicht in Brüssel? Ja. Weil eben doch auch die Blocksystemkonferenz in Brüssel stattfand. Ich glaube, Sie haben gerade das entscheidende Wort genannt, Unternehmen. Information kann kein Unternehmen sein. Sie ist die eigentliche Materie der Welt. Was wir gerade tun, hat nichts mit Unternehmen zu tun. Das ist ein Dialog, ein Gespräch. Wie kann man aber die Frage der Information auf Unternehmen beschränken? Mehr noch, auf Unternehmen, die sich auf ein absolutes Monopol hin entwickeln. Wir stehen vor einem Phänomen der Tyrannei. Und zwar nicht nur der Tyrannei der Echtzeit, der Tyrannei der Information, die ja ein Alltagsprodukt wie der elektrische Strom etwa sein soll. Wenn aber etwas kein Alltagsprodukt ist, dann ist es doch die Information. Wir stehen vor einem Phänomen der Materie mit ihrer Masse und Energie, die ihrem Wesen nach die Geschichte und das Sein konstituiert. Sprache und Sein ist dasselbe. Sein ist Sprechen. Das lateinische Wort für Kind, Infans, bedeutet doch, der nicht spricht. Man hat also aus der Information ein Fertigprodukt gemacht. Man hat aus der Information ein Weltunternehmen gemacht. Was ist das für ein Drama, das man uns da als Fortschritt zu verkaufen wagt? Ich reg mich darüber auf, weil ich glaube, dass Europa zurzeit eben darauf überhaupt nicht reagiert. Die Verantwortlichen für den Bereich neue Produkte haben sich doch, ich glaube, vor einem Jahr in Brüssel getroffen. Und man hat ihnen die neuen Systeme, die neuen Produkte schmackhaft gemacht. Und diejenigen, die dorthin gegangen sind, ich kenne einige, um doch ein wenig zur Skepsis zu mahnen und gesagt haben, es gibt da vielleicht doch das ein oder andere Problem, die hat man wie den letzten Dreck behandelt. Und das an dem Ort, an dem Europa gestaltet wird oder entstehen soll. Das ist die Katastrophe. Also das Zusammenschmeißen eines uralten, eigentlich aus der Goethe-Zeit stammenden Copyright- und Eigentumsrechts an geistigen Produkten mit der neuen Entdeckung der Digitalmaschinen. Die Definition war eine Maschine, die alle anderen Maschinen imitieren kann. Diese Definition schafft eigentlich jedes Urheberrecht und jedes geistige Eigentum ab, weil es genau diese Maschine ist, die jede andere Maschine, auch uns in dieser Hinsicht, sofern wir denken, imitieren kann. Und das war glaube ich, das große englische Gift, das kurz vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden ist. Und dieses Gift ist nach Amerika importiert worden. Und das Problem für Amerika war daraus, ein profitables Geschäft zu machen. Und das scheint in den letzten 50, 60 Jahren wunderbar geklappt zu haben. Also die skandalösesten Meldungen, die mich erreichen, sind, dass es jetzt möglich ist, in den USA mathematische Gleichungen zu patentieren. Das ist also in 2000 Jahre Geschichte, ist das schlechthin verboten gewesen. Also das war die freiste aller Wissenschaften, die nicht patentierbar war. Wenn das geschafft wird und wenn amerikanische Konzerne es in Brüssel schaffen, das europäische Urheberrecht an Software in diesem amerikanischen Sinn zu modifizieren, dann ist wirklich das Gegenteil von dem erreicht, was damals die Leute wollten, die die Turing-Maschine geschaffen haben. Das ist eine Drohung, und zwar eine serielle Drohung, weil die Information nicht privat sein kann und nicht in Eigentum sein kann. Ich glaube nur nicht, dass diese Strategie auf die Dauer aufgehen wird können, weil die Maschinen wirklich proliferieren wie Atombomben und alle anderen, weil es nicht kontrollierbar ist und weil im Prinzip eben diese allgemeine Imitierbarkeit steckt, dürfte die Software nicht patentierbar sein auf die Dauer, also nicht schützbar. Und was die Hardware angeht, also die Maschinerie selbst, ist es ja so, dass die Herstellungskosten ständig fallen, mit dem Resultat, dass in 10 Jahren die heute noch unerschwinglichsten Maschinen für einen Pfennig oder einen Franc zu haben sein werden. Also das ist die andere Dimension, die wirklich dafür sorgt, dass das, ich sage nicht Demokratie, aber zumindest Nicht-Eigentum vielleicht die Hoffnung sein könnte. Ich glaube, damit können wir schon langsam zum Schluss kommen, denn das, was Sie sagen, ist bereits so etwas wie eine Schlussfolgerung. Anstatt unser Gespräch von einer pessimistischen Warte zu betrachten, sollten wir es doch eher vom optimistischen Standpunkt sehen. Zumindest 2 Menschen, die sich kennen, haben heute Abend versucht, bei aller Begeisterung für diese Technologien, diese Teletechnologien, sich Gedanken über deren Zukunft zu machen.
Nicht über die Zukunft der Kommerzialisierung dieser Produkte, die Zukunft des Monopols, sondern deren zukünftige Entwicklung. Diese Entwicklung verläuft ja nicht parallel zur Entwicklung des Absatzes der Produkte, sondern zur Entwicklung der Leistungen. Und die Entwicklung der Leistungen, wie Sie ja gesagt haben, kommt durch das Erkennen der schädlichen Folgen der Negativität. Ich glaube also, wenn unser Gespräch einen Sinn hatte, dann den, dass es vor den archaischen Instinkten, ich sage bewusst archaischen, derer warnt, die heute vorgeben, eine globale Informationswelt zu entwickeln, ohne zu analysieren, inwieweit die inhaltliche Reduzierung eine destruktive Wirkung hat. Nicht nur auf Kleinunternehmen, nicht nur auf Tausende und Millionen Arbeitslose, sondern auf das, was die Geschichte des Sozialwesens ausmacht, nämlich sein gedankliches Erbe und seine über Jahrtausende geformte Struktur. Darin liegt ein regulatives Element. Entweder dieses Gedächtnis ist nicht lediglich das tote Gedächtnis, der Massenspeicher eines Computers, sondern das lebendige Gedächtnis, der Arbeitsspeicher der Menschen, oder es gibt gar kein Gedächtnis mehr und nur noch Gewalt. Und dann explodiert wirklich die Informationsbombe und es entsteht die Notwendigkeit, ich sage bewusst Notwendigkeit, und das wäre ein wahres Drama, die Notwendigkeit einer sozialen Abschreckung. Und im Vergleich dazu wären die 40 Jahre der nuklearen Abschreckung, glaube ich, so gut wie gar nichts. Eine soziale Abschreckung wäre etwas sehr viel Gefährlicheres als das, was wir vor 40 oder 50 Jahren erlebt haben. Etwas, das in seinem Totalitarismus sehr viel gefährlicher wäre als zum Beispiel der Nationalsozialismus oder der Stalinismus. Merci. Für den Internationalen Videokunstpreis zeigen wir zurzeit regelmäßig. Zwei sehr persönliche Geschichten sehen Sie jetzt. Die erste ist von der Gewinnerin des Videokunstpreises 1994, Sadie Benning. Sie wird in den USA bereits als Video-Wunderkind bezeichnet. Ihre ersten Filme, aufgenommen mit einer Spielzeugkamera, hat sie noch ihrer Mutter gewidmet. Mittlerweile dreht sie auf Super 8 und widmet das den Bad Girls Everywhere. Sadie Benning steht auf Girly Bands und ihr Wettbewerbsbeitrag dieses Jahr ist ein Musikvideo. Ein Schwarz-Weiß-Film zum Soundtrack der Alternative Band Come, German Song.
Halbzeit. 25 Videos haben wir Ihnen jetzt schon vorgestellt. Doppelt so viele sind für den Internationalen Videokunstpreis 95 nominiert, bei dem es um insgesamt 50.000 Mark geht. Mit dieser Summe hätte der Videokünstler Nelson Henricks seine Stromrechnung bezahlen können. Und der nächste Film wäre vermutlich gar nicht erst entstanden. Die Idee dazu kam ihm nämlich, als er in einem zugigen Zimmer in Montreal saß, neben sich einen Heizofen und im Kopf die Frage, wie er wohl die Stromrechnung bezahlen solle. Nachts lag er in seinem Bett, starrte durchs Fenster auf die gewaltige Leuchtreklame am Hydro-Quebec-Gebäude und fragte sich, wie hoch deren Rechnung wohl sei. Aber Nelson Henricks stellt sich noch ganz andere Fragen. Zum Beispiel sinniert er gerne über die Bedeutung von Fliesenmustern in U-Bahn-Stationen. Sie merken schon, der Mann hat Humor. Und sein Video heißt dann auch folgerichtig Comédie. Now that it's winter again, I'm thinking more and more about entropy. I can't help it. My apartment is cold no matter how many electric heaters I have on. I wonder where heat goes. Do you ever get the feeling that everything is winding down, that everything is just falling apart? The universe is experiencing heat death. That is, it is changing irreversibly towards disorder. The universe will eventually die, wallowing, as it were, in its own entropy. I admit it. I am worried. I am worried about my heat bills. I am worried about the universe's suicidal tendency towards thermodynamic equilibrium. But more than this, I am worried that, universally speaking, someone has forgotten to pay the bills. This is your final notice. Service is discontinued, effective now. J'avais un emploi au centre-ville de Montréal. Je prenais le métro tous les jours pour me rendre au travail. J'étais à la même station tous les matins, 5 jours par semaine, pendant 2 ou 3 années. Je ne me rappelle pas exactement quand ni comment cela a commencé. Je restais là, debout, à attendre et à fixer le plancher. Et je pensais constamment aux céramiques sur le sol. Il y a ces carreaux blancs et bruns qui se mélangent ensemble au hasard. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment fait au hasard. Comment la pose des céramiques avait-elle été calculée? Est-ce que quelques ingénieuses personnes de métier auraient développé un système pour créer ce quadrillé? Est-ce que l'architecte aurait engagé une compagnie d'informatique pour mettre sur pied un programme et générer cet ordre par hasard? J'ai commencé à y penser beaucoup. Et alors, tous les matins, je comptais les carreaux en attendant le métro et je cherchais le motif qui organisait ce soi-disant hasard. Ce n'est pas avant d'avoir analysé et passé toute une fin de semaine dans la station à prendre des notes que j'ai finalement compris. Tout bien considéré, c'était vraiment très simple. Les espaces blancs entre les céramiques brunes pouvaient être transposés en lettres. Le quadrillé de la station tout entière était en fait un texte. Cette découverte m'a renversé. Imaginez si toutes les autres stations de métro renfermaient aussi à l'intérieur de leurs murs un message pour les générations futures. Le quadrillé de céramique au métro Champ-de-Mars a tout simplement été mis en comparaison avec ceux des autres stations. Et si on pouvait décoder les céramiques à celles du Square Victoria, qu'est-ce qu'elles diraient? J'ai pris plusieurs photos des céramiques à la station Square Victoria et après 2 années de travail, j'ai finalement déchiffré le code. Au fond, les céramiques ne représentent pas seulement des mots, mais aussi une série de tonalités, d'harmonie et de rythme, bref, de la musique. Lorsque j'ai fait cette découverte, il me restait seulement
à entrer toutes ces informations dans le programme de musique que j'avais installé dans mon ordinateur personnel. Les résultats de mes recherches ont été surprenants. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. You've got worries and all the noise and the hurry seem to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. Go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the Zwei lyrische Videos waren das aus Amerika und Kanada. Wenn sie Ihnen gefallen haben, dann können Sie Ihre Stimme abgeben dafür. Neben den Geldpreisen